Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweikanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute stellen wir uns die große Frage, beziehungsweise heute gibt es das Video, ob Hoti denn zu Dresden wechselt, denn es gibt sehr, sehr viele Gerüchte, sehr, sehr wahrscheinlich ja auch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß bei diesem Video. Ja, Andi Hoti hat es nicht leicht beim ersten FC Magdeburg, das kann man definitiv so unterschreiben, hat sehr wenig Einsatzminuten und steht deswegen auch kurz vor dem Wechsel. Nun soll sein Ex-Trainer aus Liga 3 für einen Wintertransfer locken. Bei einem definitiv Aufstiegsfavoriten, wenn nicht sogar der Verein, der am wahrscheinlichsten aufsteigen wird, wieder in die zweite Liga, was mich auch persönlich sehr freuen würde. Und auch sehr geil wäre. An dieser Stelle. Dresden natürlich. Beim ersten FC Magdeburg ist Andi Hoti kein Stammspieler. Das ist klar. Finde ich auch persönlich sehr schade. Ich fand ihn sehr, sehr gut in der Vorbereitung. Habe ihn auch eigentlich als Stammverteidiger gesehen. Auch wenn es die Innenverteidigung jetzt aktuell sehr, sehr stark macht, muss man auch sagen. Das Talent hatte es in der Hinrunde schwer, das ist klar, auf Spielzeit zu kommen. Nun gibt es offenbar konkretes Interesse aus der dritten Liga. Wie Tag 24 berichtet, soll der Kosovare bei Dynamo Dresden auf der Liste stehen. Der Spitzenreiter der dritten Liga ist demnach auf der Suche nach Verstärkungen und hat dabei offenbar auch den 21-Jährigen im Blick. Das ist sehr, sehr positiv erstmal für uns, weil es eine Leihe ist. Da kann er sich weiterentwickeln bei einem sehr, sehr guten Drittligisten. Würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Hoffentlich auch dann diesmal besser als bei Ahmed Arslan. Noch konkreter wird das Portal transfermarkt.de, sollten wir alle kennen. Da ziehe ich auch immer sehr, sehr viele Daten her. Das ist so das, was ich so am meisten mit benutze und auch am meisten drauf vertraue. Das von weit fortgeschrittenen Gesprächen über eine Leihe berichtet. Auch der Medizincheck soll bereits geplant sein. Wie der FCM ist auch Dynamo an der türkischen Riviera im Trainingslager, allerdings erst ab dem 6. Januar 2025. Und noch ganz wichtig zu erwähnen vielleicht, dass Hoti nach den Bildern zu urteilen von unserem Trainingslager nicht dabei ist, was sehr, sehr interessant ist. Also eventuell gar nicht mitgeflogen ist mit zu Side. Könnte also sein, dass er gar nicht mit ist, so wie es aussieht, und dann wahrscheinlich schon vielleicht in Dresden ist und da dann mit den Jungs fliegt. Ich denke mal, das wird jetzt relativ schnell gehen alles und er wird am 6. noch mitfliegen mit Dresden in die Türkei. In Dresden würde Hoti auf seinen Ex-Trainer Thomas Stamm treffen. Beide arbeiteten schon beim SC Freiburg 2 erfolgreich zusammen und spielte eine starke Drittligasaison 2022-23. Damals war Hoti als Leihspieler von Inter Mailand Stammspieler im Breisgau und wechselte anschließend zum FCM, wo er dann natürlich auch sehr viel Potenzial zeigte, welches er aber nicht beweisen konnte, leider beim FCM. Dort ist der 21-Jährige aktuell nur Innenverteidiger Nummer 4 und kam in der Hinrunde auf 239 Einsatzminuten für den Zweitligisten. Im November 2024 hatte Hoti für die A-Nationalmannschaft des Kosovo debütiert. Wie lange sein Vertrag in Magdeburg läuft, ist nicht bekannt, so wie immer, aber da das eine Leihe ist, sprechen wir von definitiv noch mehr als 1,5 Jahren. FCM-Sportchef Ottmar Schork hatte zuletzt bereits erklärt, dass Abgänge unzufriedener Spieler im Winter nicht ausgeschlossen seien, ohne dabei Namen zu nennen. Allerdings müsse der Club dann Ersatz finden, betonte Schork, der mit einem breiten Kader in die Rückrunde gehen will. Und ja, vor allem in der Innenverteidigung sah ich immer ein großes Problem, weil ich fand, dass wir da immer sehr, sehr schlecht aufgestellt sind von der Breite her. Nur 4 Innenverteidiger. Man könnte dann natürlich auch Sokovic eine Chance geben in der Innenverteidigung. Aber das ist natürlich alles schwierig abzuschätzen nach aktuellem Stande. Auf jeden Fall muss man dann nachlegen. Am besten mit einem Drittliga-Verteidiger oder vielleicht sogar aus der zweiten Liga einen, der unzufrieden ist. Beispielsweise Schalke, da gibt es einige bei Schalke auch noch, die da sehr unzufrieden sind. Muss man dann schauen, wie das dann wird. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Hoti sich Dresden anschließen wird. Für mich verständlich für Hotis Seite. Ich finde es sehr, sehr schade, weil ich Hoti mal als sehr, sehr guten Entwicklungsspieler
gesehen habe und ihm auch grundsätzlich eine Chance gegönnt hätte, weil ich ihn eigentlich immer sehr gut auf dem Platz fand, wenn er denn auch spielen durfte, vor allem von Anfang an. Schreibt das auch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, würde mich sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auch sehr supporten. Mal gucken, ich denke mal, es wird relativ schnell gehen, vielleicht sogar heute wird es noch kommen oder morgen. Ich denke mal in dem Zeitraum. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und damit, ciao Leute und ciao.